Also ich freue mich, dass Moritz und Jari, ihr beide hier seid. Wir kennen uns ja schon ein bisschen und vielleicht könnt ihr einfach mal erzählen, worum es bei euch in Volulink geht und wie ihr dazu gekommen seid. Ja, super gerne. Vodolink ist unser Startup-Projekt, mit dem wir soziales Engagement noch viel mehr in die deutsche Berufswelt tragen wollen. Das sieht so aus, dass wir zum einen Teambuilding-Projekte oder auch ganze sogenannte Social Days für Unternehmen anbieten und vermitteln, wo Mitarbeiter sich zum einen ganz allgemein sozial engagieren können, das heißt zum Beispiel Hecken pflanzen können für den Umweltschutz oder Möbel aufbauen und Wände streichen können bei einer Wohneinrichtung für Menschen mit Behinderung. Aber jetzt auch wollen wir auch vermehrt auf digitale Themen setzen und wollen es schaffen, dass vor allem IT-Mitarbeiter ihre digitalen Skills und Fähigkeiten aus dem Berufsleben auch viel mehr ja noch in die Gesellschaft einbringen und genau vor allem gemeinnützige Organisationen bei der Digitalisierung unterstützen. Genau, und da kann ich vielleicht auch gleich einhaken, weil grundsätzlich haben wir uns im Studium kennengelernt. Wir haben beide Wirtschaftsinformatik studiert und sind deswegen auch mit diesem Digitalisierungs- und IT-Thema vertraut und wollten das dann eben auch speziell voranbringen. Auch mit unserer Expertise, aber auch eben in der Vermittlung dann von Projekten, die das Thema anschneiden. Und genau, und wir haben uns grundsätzlich privat immer schon ganz gern engagiert, hier in Regensburg lokal, gerne im Sportverein oder in verschiedenen sozialen Organisationen und haben uns dann gedacht, warum das nicht in den beruflichen Alltag mit einbringen, einfach weil man neben Uni, Arbeit, Werkstudentenjobs, Haushalt, Hobbys etc. die Zeit vielleicht auch ein bisschen fehlt und sind dann über den Begriff auch von Corporate Volunteering gestoßen, wo wir uns dann eben schlau gemacht haben und das als eine coole Idee befunden haben, das noch weiterzutragen und das dann auch in der digitalen Welt auch noch zu verankern. Wann habt ihr da ungefähr mit angefangen und was waren so die Etappen von dieser Projektidee? Also wo kommt ihr her und wo steht ihr momentan? Also wir haben ja so im Frühjahr dieses Jahr angefangen und es war ja auf jeden Fall jetzt nicht unbedingt ein linearer Weg. Die Idee hat sich einige Mal noch verändert. Wir haben auch an einem Ideenwettbewerb teilgenommen von der Uni und genau haben ja so auf jeden Fall erstmal viel an der Idee getüftelt und an dem Konzept und genau sind jetzt aber ja Schritt für Schritt auch mehr dahin gegangen, dass wir konkrete Projekte umsetzen und auf Unternehmen zugehen, auch mit der Gründerberatung und mit anderen Stellen zusammenarbeiten, die uns da viele Tipps geben können und ja, haben jetzt so diesen klassischen Unternehmensaufbau auch die letzten Wochen und Monate vorangetrieben und führen jetzt auch diese Woche in Hamburg unser erstes Projekt bei einem Kundenunternehmen durch. Und was ist das dann für eine Zielgruppe? Also auf welche Zielgruppen wollt ihr euch da so konzentrieren? Jetzt nicht mit Blick auf die Unternehmen nur, sondern auch mit Blick auf die Sozialorganisationen. Da haben wir versucht, ein recht diverses Spektrum abzubilden. Das heißt, es sind bis zu 7 verschiedene Social Activities, die wir da unterstützen, die jeweils natürlich einen Mehrwert liefern sollen. Und da haben wir eben, wie gesagt, also wir haben zum Thema Nachhaltigkeit ein Thema, wir haben zum Thema Menschen mit Behinderung oder psychischer Beeinträchtigung Projekte dabei. Wir haben für Senioren was dabei. Ja, es ist recht divers. Es sind also 75 Mitarbeiter da beteiligt und deswegen schwer, die alle in einem Bereich unterzubringen. Dachten uns auch, die haben natürlich auch verschiedene persönliche Interessen, wo sie sich gerne einbringen würden und deswegen dieser Mix aus 7 unterschiedlichen Projekten. Und das sind dann alles Mitarbeitende, die quasi einen IT-Fokus auch haben, die Informatiker sind oder Informatikerinnen. Das ist grundsätzlich eine IT-Beratung, Mhm. die da unterstützt, aber nicht nur mit ihrer Expertise, sondern tatsächlich auch einfach bei Handwerksarbeiten, bei Sachen, wo jetzt nicht unbedingt der berufliche Hintergrund im Vordergrund steht. Es ist natürlich schön, dass es eine IT-Beratung ist, weil wir ja auch eben diesen digitalen und IT-Aspekt mit reinbringen wollen. Aber es ist nicht auf Aufgaben beschränkt, die sich auf IT und Digitalisierung beziehen. Bei welche vulnerablen Gruppen seht ihr denn so die größten Herausforderungen, denen ihr da vielleicht auch begegnen könntet oder die ihr da auch unterstützen wollt? Also jetzt bezogen auf den digitalen Kontext machen oder wollen wir viel mit Organisationen
zusammenarbeiten, die auch Senioren und Seniorinnen im digitalen Alltag unterstützen. Da gibt es zum Beispiel auch ja, von den Maltesern das IT-Seniorencafé hier in der Nähe von Regensburg. Das wollen wir uns mal, oder da sind wir mit der Verantwortlichen in Kontakt und wollten da auf jeden Fall mal vorbeischauen und nähere Einblicke sammeln. Aber auf der anderen Seite auch in Schulen. Und da gibt es auch eine klasse soziale Organisation in Regensburg, die da schon in Kontakt ist mit Direktoren und Direktorinnen von Schulen vor Ort, wo dann auch Kinder mit körperlicher Beeinträchtigung mit in der Klasse sind. Und da wollen wir auch schauen, dass wir mal bei so einer Klasse ein Projekt auf die Beine stellen, wo jemand aus einer IT-Firma, aus der Praxis vielleicht mal eine Schuldoppelstunde halten kann, vielleicht auch ein paar Einführungen gibt, wie cool Programmieren zum Beispiel sein kann, weil das ja dann auch absolut für jedermann eine Sache sein kann. Also vor allem auch Hardware könnte da ja wenn ich jetzt an Senioren denke und Seniorinnen denke, ja, ein wichtiges Thema werden, was so Smart Home Technologien angeht. Das kann ja auch den Alltag wirklich sehr stark unterstützen. Ja, haben wir auch von einem Beispiel gehört von einem Rollstuhlfahrer, der auch sehr fit ist in solchen IT-Themen, der sich das alles selber eingerichtet hat bei sich zu Hause und jetzt eine ganze Wohnung mit Sprachsteuerung steuern kann, was natürlich dann auch sehr, sehr praktisch ist. Genau, weil die Möglichkeiten, die natürlich digitale Technologien auch bringen, so viele Barrieren hat sie natürlich momentan auch noch. Also habt ihr da vielleicht noch irgendwie ein Beispiel, was euch so ja irgendwie einprägend an das euch noch erinnern könnt, wo ihr sagt, okay, da muss man eigentlich mal was machen? Grundsätzlich gibt es da, glaube ich, super viele Beispiele. Wir sehen uns da, glaube ich, in der Rolle, wir versuchen, die Experten in dem Bereich oder die gerade in einem Austausch mit den vulnerablen Gruppen auch sind, eben maximal zu unterstützen. Das heißt, wir sehen unsere Rolle nicht nur im direkten Austausch mit den vulnerablen Gruppen und mit den Projekten, sondern wir versuchen auch die sozialen Einrichtungen, die sich tatsächlich auf diese vulnerablen Gruppen fokussieren, die eben auch die Bedürfnisse kennen und die Anliegen der Gruppe kennen, zu supporten. Und da versuchen wir dann eben auch Projekte zu organisieren, wo der Alltag und die Prozesse vielleicht von diesen Einrichtungen digitalisiert werden kann, optimiert werden kann. Genau, also das heißt, solange wir versuchen, den Impact dieser sozialen Einrichtungen, die sich auch mit den Anliegen und mit den Bedürfnissen von den Menschen beschäftigen, maximal zu unterstützen, glaube ich, haben wir die beste Chance, da auch einen Einfluss auf die vulnerablen Gruppen zu nehmen. Ja, ist interessant, dass ihr jetzt nicht nur so auf Personalentwicklung oder auch so Trainings für digitale Kompetenzen setzt, dass ihr sagt, naja, wir bieten halt einen Frauen-Computerkurs an. Das ist häufig so ein Thema, was mir immer wieder begegnet, sondern dass ihr eigentlich an der Organisationsentwicklung ansetzt und sagt, die Organisationen, die mit diesen vulnerablen Gruppen zu tun haben, die brauchen eigentlich dieses Handwerkszeug in verschiedensten Art und Weisen, um die Menschen dann nachhaltig zu unterstützen. Und die müssen natürlich an sich ja auch eine eigene digitale Transformation durchmachen. Also auch das Richtig. ist häufig sehr schwierig für Sozialorganisationen. Ja, absolut. Und ich denke, da kann man eben ja, schon mit einfachen Mitteln ansetzen, weil, also was wir aus unserer Erfahrung oder jetzt von den letzten Gesprächen auch sagen können, ist zum Beispiel, dass ja bei sozialen Organisationen sehr häufig fängt es an beim Thema Website-Erstellung, weil wir da natürlich einen professionellen Auftritt haben oder auch in Social Media vertreten sein. Aber da ja, haben viele Organisationen vielleicht noch nicht jetzt die Erfahrungen mit. Auf der anderen Seite gibt es da viele Menschen, die dann eben zum Beispiel auch in Firmen arbeiten, das beruflich machen, die da mit sehr wenig Aufwand viel bewirken können und dabei ja eben den guten Zweck unterstützen oder eben auch ja solche Prozesse, die halt vielleicht in vielen Organisationen noch sehr ja, manuell ablaufen, auch eben zu digitalisieren, dass da sich die engagierten Mitarbeiter viel mehr Zeit sparen können. Also es gibt auf jeden Fall, ich höre schon raus, sehr viele verschiedene Möglichkeiten, solche sozialen Organisationen, aber auch die vulnerablen Gruppen zu unterstützen. Es ist auf jeden Fall sehr facettenreich, aber es braucht eben die Unterstützung von ja, IT-Fachkräften oder Menschen, die ja, technisch affin sind oder ein Verständnis dafür haben.
Und das eben auf Augenhöhe zu vermitteln oder welche Art von Philosophie habt ihr da? Seht ihr das eher so als, naja, die Experten und Expertinnen, die kommen, also die bringen das den Leuten jetzt dabei, das sind eher so TrainerInnen oder was habt ihr da so für eine Philosophie? Wir wollen es auf jeden Fall unsere Projekte so gestalten, dass es auch zu beidseitigem Nutzen ist, weil ja man so natürlich auch viel leichter Unternehmen und die Mitarbeiter davon überzeugen kann, mitzumachen. Und es ist natürlich auch so, dass die Mitarbeiter aus den Unternehmen, die dann mal Einblicke in so eine soziale Organisation bekommen, auch selber viel dazulernen können, weil es einfach ja ein anderer Bereich ist, eine andere Arbeitsweise zum Teil und ja, auf der anderen Seite ein super Netzwerk, das da meistens dahinter steht und ja, einfach der Austausch mit Menschen, die sich sehr gut auskennen, einfach in anderen Fachbereichen und da eben gegenseitig was voneinander zu lernen. Ja, es klingt auch nach einer sehr sinnstiftenden Tätigkeit dann auch. Also das ist ja vielleicht das, was manchmal so in den Wirtschaftsbetrieben auch verloren geht, wo man sich denkt, okay, was ist eigentlich, was ist da das Sinnstiftende? Also auch wenn mir die Arbeit Spaß macht, dann will ich ja vielleicht auch was Gutes für die Welt tun. Und sowas kann natürlich dann auch unterstützt werden. Also es ist ja auch so ein bisschen Mitarbeitendenbindung, oder? Also vielleicht auch Gewinnung von Fachkräften, dass man als Unternehmen sinnstiftend auftritt. Richtig, absolut. Also es ist das Thema Employer Branding natürlich auch. Gerade die junge Generation achtet da sehr drauf, dass man in seiner Arbeit dann irgendwie auch einen Purpose erfüllt, eine sinnstiftende Arbeit hinterhergeht. Und das wird immer mehr und ich glaube, dass man da auch immer mehr Wert drauf gelegt wird, auch von der Gesellschaft generell mit Blick auf die Unternehmen. Und ich glaube, da macht es Sinn, sich auch einfach zu positionieren und klar darzustellen, dass man eben sich auch in der lokalen Community engagiert, dass man versucht, auch was abzugeben. Und das prägt klar die Mitarbeiter natürlich genauso. Die fühlen sich mehr verbunden mit dem Unternehmen, die Werte werden repräsentiert. Ich glaube, das ist super wichtig und wird auch immer wichtiger. So, letzte Frage. Wo seid ihr in 5 Jahren oder wo wollt ihr da gerne sein? Also wir wollen unsere Vision weiter ankurbeln und wollen eben soziales Engagement viel mehr in der deutschen Berufswelt verankern. Und das ja, sähe dann so aus, dass wir ja, mit vielen IT-Firmen, aber auch sonstigen Firmen zusammenarbeiten, da viele Mitarbeiter ja, für den sozialen Zweck, für die soziale Sache begeistern können und damit ein breites Netzwerk an sozialen Organisationen oder an Menschen unterstützen. Dem ist Super. kaum was zu hinzuzufügen, würde ich behaupten. Ja. Ja, schön. Dann vielen Dank, dass ihr dabei wart und ein bisschen berichtet habt, weil das ja auch mit Blick auf unser Erasmus Plus Projekt und in LECO so auch die, ja, so eine Idee war, eben diese verschiedenen Zielgruppen auch mal zusammenzubringen und da eben mit auf Augenhöhe, wir haben das immer gerne in die Publikation auch so reingeschrieben, miteinander und voneinander lernen. Und das finde ich, ja, zeigt eure Projektidee und jetzt mittlerweile ja auch Organisation sehr gut wieder. Und ich verfolge das gerne weiter und bin gespannt, wo es dann noch so hingeht. Vielen Also Dank. danke schön fürs Mitmachen. Ja, danke Danke. auch.